Wir werden gleich ein symmetrisches XLR-Kabel löten. Dazu ist hier schon alles an Werkzeug bereitgelegt, was wir dazu brauchen, nebst dem Kabel. Dazu brauchen wir zum Löten einmal einen Lötkolben, der heiß ist, das Schwämmchen, um überflüssige Schmutzreste abzustreifen von der Lötspitze. Und hier haben wir das Elektrolötzinn. Das ist also ein Gemisch aus Zinn, Blei und einem Flussmittel, damit sich die Metalle gut miteinander verbinden. Hier, das ist die Kombizange, die werden wir benutzen mit einem kleinen Trick. Hier ist ein Gummi dran, um die Stecker, XLR-Männchen, Weibchen, zu fixieren während des Lötens. Hier haben wir ein scharfes Federmesser, das nutzen wir zum Abisolieren. Und hier haben wir einen Seitenschneider, mit dem werden wir unsere Aderenden zurechtpetzen, also praktisch auf die richtige Länge. Und zusätzlich, das werden wir gleich sehen, Trittschutz und ähnliche Sachen entfernen. Schritt 1, wir bereiten unser Kabel vor. Dazu haben wir ein Federmesser, etwas Schrumpfschlauch, das ziehen wir über das Kabel drüber. Da können wir dann eine Beschriftung drunter kleben und das Ganze schrumpfen, also das zieht sich zusammen. Hier haben wir unseren Seitenschneider, mit dem können wir dann die Beilaufgeschichten entfernen bzw. auch die Kabel kürzen. Also geht es erstmal in die mechanische Vorbereitung. Wir legen los. Nummer 1, Schrumpfschlauch über das Kabel ziehen. Nummer 2, wir machen einen Rundschnitt vorsichtig rund um das Kabel. Und zwar so, dass wir das Innenleben nicht beschädigen, also leicht ziehen und leicht sägende Bewegung. Dann wird der Außenmantel geknickt, das sehen wir zum Beispiel hier, und können dann ohne weiteres vorsichtig, man merkt das, da platzt der Mantel auch ab, einmal das Kabel hier mit dem Federmesser leicht ritzen, knicken und abziehen. Danach wird vorsichtig, das können wir auch mit dem Messer machen, wird die Litze außen, das ist der Schirm, der wird vorsichtig zusammengefasst. Und zwar so, dass wir den hier zu fassen kriegen, einmal komplett rundherum. Dabei darauf achten, dass man sämtliche Äderchen erwischt. Die sind so klein und fein, wenn man das nicht merkt, gibt es Kurzschüsse. Etwas hier hinten ziehen, nach hinten, weg und zusammendrehen. So, das ist Nummer 1. Gucken, ja, ist alles in Ordnung. Dann gehen wir hin. Das ist diese Beilaufgeschichte. Das ist ein sogenannter Trittschutz, dass das Kabel nicht kaputt geht, wenn man drauf steht. Entfernen. Jetzt gehen wir an die beiden Innenleiter. Das sind die signalführenden. Das hier wird später die Masse. Das sind signalführenden. Die werden nun abisoliert. Also auch wieder ein kleiner Rundschnitt. Nicht so weit abisolieren. Das brauchen wir nicht. Gezogen, fertig. Hier nochmal das gleiche. Kleiner Rundschnitt, dass wir keinen Metallverlust haben. Ziehen. Fertig. Und das war es auch schon hier an diesem Teil gewesen. Das Kabel ist soweit vorbereitet, dass wir jetzt anfangen können zu löten. Der Stecker ist hier, also in dem Fall die XLR-Buchse. Das Lötzen haben wir hier. Hier ist der vorgeheizte Lötkolben. Hier ist das bereitete Kabel. Wir legen los. Als erstes schauen, dass der Lötkolben, der ist schön heiß. Das machen wir so. Lötzinn drauf, läuft, ist sehr gut und dampft ein bisschen. Ich habe ja Elektroniklötzinn, anderes funktioniert nicht. Fangen wir an, nehmen wir uns erstmal im Kleinen die Innenleiter vor, das sind die hier, also verzinnen, bisschen Lötzen auf die Spitze und hier weiter dran gehen. Das gleiche machen wir im Außenbereich hier bei unserem Schirm. Der wird nicht bis hinten hin verzinnt, sondern wir lassen hinten was frei, das dient der Flexibilität, dass das nicht bricht. Lötzinn beiführen während des Lötens. So, fertig. Weiter geht's beim Stecker. Hier gehen wir hin, Lötzinn beiführen und gucken, dass wir hier innen drin ein bisschen was haben. Das wird später dann verbunden mit den einzelnen Adern des Kabels. Also auch hier wieder etwas Lötzinn beiführen, zack, zack. Und zum Schluss der letzte. Das ist die Vorbereitung.
Los geht's. Also, wir haben hier unser vorverzinntes Kabel, den vorverzinnten Stecker und legen wieder los. Zuerst etwas Lötzinn auf die Lötspitze. Dann gehen wir hier dran, bis halt schön geschmolzen ist. Ist der Start auch sehr gut. Lötzen auf die Spitze. Geht's mal an den Pin 3. Also immer wichtig, kurz und treffsicher löten. Ansonsten verbrutzelt man sich seine Kabel und die Stecker. So, und weiter zum letzten. Das ist der Schirm, den nehmen wir uns hier als allerletztes mal vor. So, und los geht's. Rausholen, optisch kontrollieren, sind die Lötpunkte in Ordnung, haben wir irgendwo ein Kabel, was quer steht. Ja, können wir grundsätzlich lassen. So, wir sind fast fertig. Der Stecker wird noch zusammengebaut, nachdem wir alles schön verlötet haben. Ja, das ist die Zugentlastung, die setzen wir rein. Stecker wird reingedrückt und die Tülle wird aufgeschraubt. Weiter keine große Kunst. So, fertig, und wir können zum Schluss hier auch noch was drunter machen, unser Namen, die Länge des Kabels und so weiter. Das Ganze dann mit dem Heißluftföhn oder über einer offenen Flamme ein bisschen reduzieren und dann sitzt das auch schön hinten dran. Nicht sofort hier hinten dran machen, weil hier wird das Kabel geknickt, sondern ein bisschen Platz lassen. So in dem Abstand ist das eigentlich ganz gut. Was wir dann machen, ist die andere Seite des Kabels mit dem XLR-Männchen bestücken, und wenn wir soweit sind, das werde ich jetzt hier nicht filmen, dann werden wir als nächstes eine kleine Messung machen, wie man das macht. Ob das Kabel in Ordnung ist